Willkommen zu Star Ocean The Last Hope. Im letzten Part haben wir den Grigori besiegt und hier übernachtet. Jetzt können wir, denke ich, zurückgehen und erfahren noch ein wenig mehr. Mal sehen, ob das stimmt. Kontrollraum A müsste das sein. Huh? What? These are the soldiers that will participate in the operation to take Nox Obscurus. Our comrades pay tribute to you for destroying the Grigori. Allow me to offer my thanks as well. You have our gratitude for protecting our sanctuary from the Grigori. It's nothing, really. I'd rather discuss our plans to stop the missing procedures activity. Ah, the operation to take Nox Obscurus. X presented us with the mission details earlier. First... what's this Nox Obscurus? That's what I've been wondering too. Maybe you should start by telling us what it is. You're absolutely correct. Allow me then to explain Nox Obscurus to the best of my ability. The missing procedure fuels itself by absorbing energy from the universe's many life forms. This much you already know, correct? And, as X has explained, the Grigori secreted by the missing procedure serve to stimulate the generation of this life energy. Nox Obscurus is an object that exists between the two. It connects the Grigori and the missing procedure. An interface, if you will. An interface, you say? It amplifies the energy furnished by the Grigori and serves to supply that to the missing procedure. Our investigations into the energy flow led to the discovery of this black celestial body, Nox Obscurus. I see. So that is the process. Huh? The missing procedure secretes Grigori. The Grigori then stimulate the production of life energy. That energy is absorbed by Nox Obscurus, amplified, and sent back to the missing procedure. The missing procedure then uses that energy to secrete more Grigori. The cycle is continuous, eternal, until the universe is destroyed. The missing procedure is indestructible. The Grigori essentially limitless, which leaves Nox Obscurus as our only target. Nox Obscurus. Basically an energy cycling system. If we can eliminate it, we suppress the missing procedure's fuel supply. To be precise, we may be able to suppress it. There is no guarantee of success. Even so, it is the only road open to us. So that's what it was all about. Now I finally get it. Could you explain that once more, maybe? Sari, you're over here. Come on, don't get in everyone's way. Oh dear, oh my. This is kind of sad. Ahem. Please, continue, Giotto. Yes. The operation itself is extremely simple. Infiltrate Nox Obscurus and terminate its operation. Everything hinges on this point. Comrades, direct your attention to the screen. So this is Nox Obscurus. Is something wrong? No, it's just that I get the feeling I've seen this somewhere before. Probably my imagination. No trick of the imagination, Mr. Edge. We know it. Huh? The Cardionon mothership. The space fortress we so narrowly escaped. Its warp destination was, in fact, Nox Obscurus.
The end result of the Cardianon's accelerated evolution was extinction? And their ultimate fate to become a part of Nox Obscurus? Those people were wrong. But even so, what reason could there possibly be for that to happen to them? So, where exactly might our charming friend be now? This is difficult to say, but I'm afraid Nox Obscurus is currently en route to your solar system. If it continues on its course, it will eventually reach Earth. What? I cannot claim to know the reason, but its movement enabled us to ascertain its position. Edge. You don't have to tell me. We're stopping it before it reaches Earth. Right. Our investigations did reveal one fact. In the very center of Nox Obscurus, right here, we have detected a single life sign. A single life sign? Correct. There is something here. And this thing, whatever it is, supplies energy to the missing procedure. It can only be the nerve center, the heart of Nox Obscurus. Now I will discuss the operation, with regards to the points just outlined. First, we will deploy EN2 to the destination point, and use it as our external base for the assault on Nox Obscurus. We will launch an attack on the planet, penetrate its atmosphere, then make landfall at the pole. Upon infiltrating the interior, we will secure areas by force and construct a transporter for return to EN2. This will be a specially designed device, as transfer symbols will be ineffective. With transfer to and from EN2 possible, we will be able to fight with an advantage. Then, finally, we will eliminate the unknown life form at the planet's core. In doing so, we should be able to sever the energy supply to the missing procedure. Needless to say, our efforts will undoubtedly be met with fierce resistance. Some of our comrades may fall. Nonetheless, if even one of us manages to reach the core, it will mean our victory. Gathered elite of the Morphous, and those of our comrades who even now journey across the vast universe, I expect your best efforts. That is all. Please stand by in your ships. We will commence the operation as soon as preparations are complete. Your ship's armament overhaul is complete. Your firepower has been vastly increased. Thank you, Giotto. We'll all be standing by aboard the Calnus. Let's go, people! When Crow gets here, please tell him, we went first. You snooze, you lose. I shall. Can we win? We will. Okay. Das ist also der Masterplan. Aber wir werden jetzt noch nicht direkt zurück zur Calnus gehen. Sondern ich werde noch mal einkaufen. Ich habe doch Geld über. Ja, 74.000. Ah, falsche Taste.
Und zwar möchte ich mir das ein oder andere Schwert kaufen. Wo war denn das nochmal? Gerade drüber. Eine bessere Waffe schadet nämlich nicht. Kann ich Aufträge erfüllen? Erzählen. Ah, den trage ich ja. Ja. Kann ich nicht erfüllen. Nein, das ist der falsche Händler. Muss ich hierher, denke ich. Ja. Da hätten wir das Hüterschwert. Ja, das werden wir auch nehmen. Das Hüterschwert. Das rüsten wir auch direkt aus. Treffer wird gesenkt, aber der Angriff wird sehr erhöht. Ein Schwert für jene, die das Universum bewachen. Geschmiedet von den Morphos. Sonst gibt es ja eh nichts. Einmal noch kurz bei den Waffen durchschauen. Oh. Also ermöglicht Angriff mit dem Dunkelheitselement, ermöglicht Angriffe durch Verfluchen, Angriffe schaden auch Verbündeten. Deswegen habe ich den nicht ausgewählt. Ich möchte schauen, ob ich genug Waffen verkaufen kann, um mir den Stab für selber zu holen. Und zwar Waffen. Okay, das ist ein wenig komisch zum Auswählen. Ich muss nach rechts drücken und jetzt nochmal nach rechts und dann bestätigen. Und alles, was ich verkaufen kann, habe ich nicht ausgerüstet. Und alles, was ich nicht ausgerüstet habe, ist schwächer. Das ist das, was ich gerade benutze. Und ich denke, es geht sich aus. Ich glaube, der Stab kostet 51.000. Ja, Hüterstab hier. Gegenstände ausrüsten. Hüterstab. Ein Speer für den Wächter dieses Universums, hergestellt von den Morphos. Ziemlich gut. Wir schauen da jetzt auch noch mal kurz bei den Rüstungen rein. Ob es hier noch etwas Besseres gibt. Weil dann verkaufen wir die Rüstungen auch noch. Gegenstände verkaufen. Rüstung. Den kann ich jetzt auch verkaufen. Ich möchte mich ein wenig vorbereiten, denn ich denke, es geht jetzt Richtung Ende. Und da wird es nicht mehr so viele Einkaufsmöglichkeiten geben. Wer weiß, ob es denn überhaupt noch viel stärkere Waffen gibt. Max MP plus 100 permanent. Okay. Okay. Diese Lebensmittel kann ich dann auch noch verwenden, wie es aussieht. Lebensmittel. Hält
Max MP 100 permanent. Kriegt sie natürlich. Int permanent. Gebe ich ihr. TP permanent. Schild permanent. Verteidigung, sie gibt ihr die Verteidigung, denn wenn sie angegriffen wird, sollte das ein wenig helfen. Okay, das war es mit den Lebensmitteln. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zur Kalnuss. So, wo müssen wir dafür nochmal hin? Ich glaube, zentraler Kontrollraum war das. Sieht richtig aus. Da ist die Plattform. Da ist ein Speicherpunkt, aber in der Kalnuss ist ja auch noch ein Speicherpunkt. Halt, falsch. Hier hin. Wie sieht es hier aus? Alle bereit? Es liegt jetzt wohl an uns, in gewisser Weise ist es fast wie der Höhepunkt eines Romans. Von mir aus können wir jederzeit aufbrechen. Das ist vielleicht unsere beste Gelegenheit, Claude zuvorzukommen. Diesmal müssen wir gewinnen, egal was kommt. Wahrscheinlich ist dies vorerst das letzte Mal, dass wir uns ein wenig entspannen können. Ich warte ab, bis alles vorbei ist, bis ich dazu bereit bin, wieder glücklich zu sein. Pah, im Grunde nichts als Gerede. Wenn das alles ist, was Sie zu bieten haben, durchschaue ich Ihren Anführer bereits jetzt. Jetzt nur nicht nachlassen, sie sollen vernichtet werden. Der Anführer und alle, die ihm folgen, keine Überlebenden. Ich hatte keine besonderen Vorbereitungen zu treffen, also habe ich beschlossen zu duschen und mich ein wenig frisch zu machen. Ich werde langsam ein wenig nervös. Aber ich muss mir keine Sorgen machen, oder? Immerhin haben wir es schon so weit gebracht. Außerdem passt ja auch der Professor auf uns auf. Da bin ich mir sicher. Vorbei, jetzt? Niemand muss mehr weinen? Okay, das heißt, wir starten im nächsten Part dann schon die Kalnuss. Ich habe gelesen, dass dann eine Cutscene kommt, die 45 Minuten lang sein soll. Deswegen werde ich hier den Part einfach beenden dann gleich. Werde aber mich jetzt nochmal schlafen legen. Falsches Zimmer. Damit alle voll geheilt sind. Und im nächsten Part werden wir uns auf den Weg begeben und uns diese 45 Minuten langen Cutscene anschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.